guys, it's violinist 지혜 Park. Welcome to my channel. 여기 보시는 것처럼 계속해서 제 악기 관리도 해주시고 하던 독일 명기의 장인이라고 하죠. 마이스터라고 크르나 아저씨를 방문을 해서 여러 가지 악기에 대한 소중한 지식들, 무엇보다 악기 가격에 관련된 내용들, 그리고 각각의 악기에 어떤 차이점이나 비밀이 숨어 있는지 그런 소소한 내용들 인터뷰를 하고 그런 시간을 가졌었어요. Ja, ein neues Instrument bewegt sich schon die ersten 2, 3 bis 4 Jahre. 생시간 펜타 바이올린. While I'm so blessed to play on the Guarneri violin that was made in 1735, I get many questions actually when I bring that violin to play. So I reached to the conclusion that so many people are interested to get to know more about the historical violin. So I visited the violin master, Herr Körner. Ja, sie hatte hier mal eine Verletzung. Have fun! Ja, hallo, Herr Körner. Hallo. Also nach so vielen Jahren immer wieder ich freue mich zu sein. So, was für eine Geige haben Sie vorzustellen? Ja, ich würde heute gern mal bei den ganz großen italienischen Meister von der neapolitanischen Schule eine Geige vorstellen. Eine sehr schöne Niccolò Gaiano. Ah ja, ich hatte auch mal eine Chance auf diese Geige, von diesem Eigenbau gebaute Geige zu spielen. Das war sehr schön. Ja, es ist eine sehr große Familie, es sind einige Mitglieder, die Geigen gebaut haben. Der Vater Alessandro und dann die Söhne, die dann kamen und die Nachkommen über Niccolò, Ferdinand, Gennaro, Josef, Raphael. Also eine recht große Familie, die eine sehr lange Zeit in Neapel wunderschöne Instrumente hergestellt haben. Das ist eine Geige von Niccolò Gaiano gebaut, um 1760 etwa. Und die Gaiano-Geigen bürgen alle für Qualität. Es gibt selten eine Gaiano-Geige, die nicht klingt. Vielleicht möchten Sie sich überzeugen. Sehr durchgeglichen sozusagen. Es gibt nicht sehr schlechte, ja. Also immer durchschnittlich sehr. Auch sehr gut ausgeglichen. Von G-Seite bis zu hohem C oder so. Kein Ulf. Ich habe immer das Gefühl, dass die Gaiano-Geiges haben so einen Kern vom Ton her, weil manche können auch haben nur so surrounded sounds, so Nachklang, aber Gaiano hat sehr bestimmte Kernton, finde ich. Ja, und dieser Kern ist auch entscheidend für die Tragfähigkeit eines Tones. Also die Obertonpalette
die man da zum Hören bekommt, zum Schwingen bringt. Ja, ja. Okay, also dann kommen wir zu dem nächsten erstmal. Ja, jetzt waren wir im Süden von Italien. Jetzt würde ich Kurz. Ein bisschen näher dran. Ja, jetzt. Jetzt waren wir im Süden von Italien, in Neapel. Jetzt gehen wir in den Norden, nach Cremona. Das ist die Stadt von Amati und Stradivari. Genau. Jetzt habe ich hier eine Geige, ein Nachfolger von Stradivari, eine Lorenzo Storioni. Das ist die auslaufende Cremoneser Schule. Ja. Da ist die Kunst des Geigenbaus schon ein bisschen abgenommen. Es wurde ein bisschen einfacher, aber trotzdem noch sehr gefragte Instrumente gegenüber den neapolitanischen Instrumente, die Galliano mit dieser hohen Wölbung, sind diese Instrumente dann schon sehr flach. Ja. Das ist jetzt von 1850, also etwa 30 Jahre später, nein, von 1880, etwa 30 Jahre später bis 40 Jahre später wie die Galliano. Ja, also jedes Mal, wenn ich ein Abbild sehe, sehen sehr ziemlich ähnlich aus wie eine Stradivari, oder? Der Einfluss ist da, aber Storioni hat sehr schnell seinen eigenen Stil. Und Das ist eine späte Zeit. spätestens Stil. Sehr warm, sehr schön. Dankbarerweise. Ja. Kann das sein, dass Storioni ein Schüler von Stradivari war? Nein. Ah. Nein, aber er ist beeinflusst worden von Stradivari. Stradivari ist 1735 verstorben und Storioni hat erst viel später angefangen mit dem Geigenbau. Ah. Auslaufende Cremoneser Schule, sehr flach. Wir kommen dann schon ins 19. alten Meistern zu arbeiten. Diese Klasse zu erreichen, das ist eben das A und O, was man gerne möchte. Ja. Das ist jetzt ein Guarneri-Modell del Gesù, eine ähnliche Ich hab Geige. schon Schmetterling im Bauch, um auszuprobieren. So schön. Peter Köhler. Ja, Vom und die, Jahr 2017, also sehr, sehr lang. ganz frisch, ja. Ja. Man hört schon dieser Guarneri-mäßige, warm und solistische Kräftigkeit, finde ich. Ja, es sind die Anfänge. Die Geige muss jetzt noch reifen. Ja, Sie natürlich. muss noch einige Jahre oder Jahrzehnte gespielt werden, bevor sie sich richtig gut entfalten kann. Sehr, sehr gut, ne?
sehr, sehr oft vor, dass die moderne Geige häufig Ulf haben. Ja. Also auf der B-Seite. Aber das ist dankbarerweise nicht der Fall, ich glaube, auf dieser Seite. Das kann noch kommen. Das kann Ja? noch kommen, ja. Ach so, das kann noch mit Ja. der Zeit kommen. Die Doppelresonanz eines sogenannten Wolftones kann sich noch entwickeln. Jeder hofft natürlich, dass es nicht der Fall ist, aber fast jedes sehr gut gebautes und eingestelltes Instrument neigt zum Wolf. Stimmt. Also desto dünner die Geige klingt, umso mehr hat es Gefahr, Ulf zu haben, Ja. oder? Ja, ja. Also stimmt das, wenn man die Ulf jetzt wegmachen möchte, dann kann der Klang auch ein bisschen wegkommen. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt Methoden, da wird sich der Klang nicht verändern. Aber es gibt auch Methoden, wenn man mit Masse arbeitet, dass man dann schon die Seite, wo der Wolf eben sehr stark zum Vorschein kommt, ein kleines bisschen dämpfen muss. Ah, ja. Sehr schön. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Dankeschön. So gut an. Sehr kräftig. Ich hatte eine Frage und zwar, es hat ja so angefangen, ein Long Pattern zu bauen. Ja, Ab Stradivari war das, oder? ja, 메타바이올린. ja. Das war, nachdem er seine Lehre bei Amati beendet hat, hat er noch eine Zeit lang den Stil von Amati gebaut. Kleinere Instrumente, sehr hochgewölbt. Dann wurde die Musik auch sehr populär Ja. und die Säle und Räume wurden größer. Das heißt, man musste Instrumente bauen, die in größeren Sälen tragen. Also dann nicht mehr die Geige als ein Instrument zur Begleitung von Tänze oder amüsante Gelegenheiten, sondern wirklich als stilistisch aufzutreten. Ja, auch die Begleitung in einem großen Saal musste ja mit Instrumenten gespielt werden, die kräftiger wurden. Oder das wurde dann gewünscht. Und Stradivari hat angefangen, das Instrument zu vergrößern. Und dann ist er auf die Idee gekommen, auch die Wölbung etwas zu reduzieren, flacher zu arbeiten. Und nach der Amati-See-Zeit kam die Long-Pattern-Zeit. Das ging so bis 1699 und ab 1701 hat er dann das ideale Modell, die sogenannte Goldene Periode, geschaffen. Dann kommt die goldene Periode. Das sind die Instrumente, die klanglich ausgereizt waren. Und auch besonders teuer sind. Ja. Also nochmal zu Storioni. Das ist bestimmt ein Long-Pattern-Modell, Ja, der ja. eingesetzt wurde. Auch die Galliano-Geige, oder? Wobei die Galliano-Geige aber in dem Stradivari-Modell doch noch zu den kürzeren Instrumenten gehört. 35,5 ist das normale Modell bei Stradivari von Bodenlänge. Und alles, was drüber geht, 35,7, 35,8, spricht man von großen Instrumenten. Ja, und das, was Sie gebaut haben, ist wahrscheinlich ein Modell von Guarneri del Gesso, oder? Ja, Guarneri del Gesso ist klein gewesen von der Größe der Instrumente. 35,3 ist bei ihm schon groß, 35,4. Sieht aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, ein bisschen so vom Form her dicker aus. Ja, sie sind breit. Ja, von der Sie Breite. sind und haben eine ganz andere Wölbungskonstruktion. Während
Galliano noch von Stradivari und Amati eine schöne Wölbung mit einer tiefen Hohlkehle hatte, ist Guarneri flach mit sehr viel Flächen und kaum Hohlkehle am Rand. Und diese Flächen bringen auch diese große Tragfähigkeit, diese Tragkraft. Ah, deswegen ist es so kräftig. Ja, Also derzeit ist ja, Solisten bevorzugen ja eher zu Guarneri del Gesso Modelle, oder? ja, oftmals sind Guarneri del Gesso Modelle, weil sie eben sehr viel Kraft haben, bevorzugt. Sie klingen ein bisschen maskuliner als eine Stradivari, die doch durch die Größe auch vom Klang, das sie hat, fein ist, mit sehr viel Farben, und eine Guarneri del Gesso schon so ein bisschen rauchiger wird. Ja, passt aber so ein bisschen mehr soulmäßig Ja, ja. zur modernen Zeit. Ich glaube, die modernen Leute haben viel mehr Stress und brauchen ein bisschen mehr Kick, glaube ich. Oder? Ja, aber auch eine süß klingende Geige kann den Stress so ein kleines bisschen Ja. abbauen. Also was ich immer denke, die Galliano-Geige sind immer ein sehr gut ausgeglichenes Modell zwischen Stradivari und Guarneri und Moderne. Diese 3 Punkte sind sehr gut ausgeglichen. Und eigentlich so um die Welt zu reisen, zu konzertieren, ohne Gedanken, so viel Gedanken über die Gesundheit von der Geige zu denken, ist immer sehr bequem mitzunehmen. Auch unkompliziert. Ja, Unkompliziert. wenn man an den Klang sich gewöhnt, ist sehr, sehr angenehm zu üben, für sich zu spielen, anzuhören. Ja, nicht nur immer Guarneri oder Stradivari, oder? Mhm. Was wollen Sie hören? Zum Beispiel koreanisches Lied vielleicht? Ja, das wäre interessant. Was ich am meisten geliebt hatte, war die D-Seite. Haben, wenn ich das sagen darf. So schön, finde ich. Das ist einfach toll. Ja, ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich nicht so nett zu meiner Galliano-Geige war, als ich sie für 2 Jahre hatte. Und das ist aber ein bisschen schwerer als andere Geige. Ja, Kann das sein? ja, sie hat mehr Masse, sie hat mehr Holz. Dadurch lässt sie sich auch nicht ganz so einfach spielen, aber durch die Größe bekommt sie dieses Volumen und dieses warme, runde im Klang. Mein Freund. Jetzt, ja, mal zu meiner Geige.
Ich habe nicht gewusst, dass sie in dem Jahr gestorben. 이번 영상도 마음에 들으셨다면 여러분의 구독과 좋아요 그리고 따뜻한 댓글까지 남겨주고 가주시면 정말 큰 힘이 됩니다. If you enjoyed this video, please don't forget to subscribe and like. And if you leave a comment, it would be huge support to me. Thank you so much.